Das exklusivste Objekt am Leichtwind Wingfoil-Markt ist sicherlich momentan der Duotone Ventis Dlab in 8 Quadratmeter. Wir haben auch hier beim 8 Quadratmeter die standardmäßige, doch recht kleine und sehr weiche Schlaufe von Duotone, die zum Führen des Wings wirklich wenig Stabilität bietet. Die Griffe kennt man schon vom Duotone Unit, da ist die vordere insgesamt etwas länger und die hintere kürzer. Und wir haben ein insgesamt leicht ovalisiertes Rohr, was sich angenehm greifen lässt und auch dünn genug ist, damit es unproblematisch im Winter mit Handschuhen zu fahren ist. Die Griffe sind wie immer bei Duotone physiognomisch günstig zum Fahrer oder der Fahrerin angebracht, also leicht zu einem geneigt. Die vordere Stange ist auch so lang, dass man hier bequem einhändig mit dem Wing fahren kann. Die Fenster des Ventis sind insgesamt etwas länger gezogen und reichen bis zu den mittleren Querstruts. Das ist hier ein 3-Strut-Wing. Das Konzept kennen wir vom letzten Jahr, nur dass hier jetzt diese zusätzlichen Struts weiter zur Mittelstrut gewandert sind, also sich ziemlich genau in der Mitte zwischen dem Tippende und der Mittelstrut befinden. Und entlüftet wird mit dem Standard-Duotone-Ventil. Zum zusätzlich schnelleren Ablassen der Luft gibt es nochmal in der Mittelstrut ein extra Ablassventil. Das One-Pump-System, also der Verbindungsschlauch, ist sehr kurz und absolut gerade gehalten. Dlab steht bei Duotone in der Regel für die Verwendung von Alula-Material in der Fronttube und der Mittelstrut, so wie auch hier. Diese ist halt auf die spezielle Duotone-Art und Weise verarbeitet, hier geschlossen mit einer Kedernaht, hinterlegt mit einem speziellen Material, was zusätzlich vernäht ist. Als Flugtuch gibt es ein Triple Ripstop Material. Dabei ist die Abrisskante einfach gedoppelt. Und zusätzlich in der Abrisskante haben wir nochmal kleine Kunststofflatten, die ein Flattern der Abrisskante vermeiden sollen. In puncto Tuchspannung haben wir die äußeren Segmente. Da ist sehr viel Spannung zwischen dem Ende des Tipps und der mittleren Strut, also diesen äußeren Struts. Von der Mittelstrut zu den beiden äußeren Struts aus der Mitte heraus gesehen, ist im auswehenden Zustand hier wenig Spannung auf der Trailing Edge. Die Struts sind jeweils mit einer Single-Naht am Flugtuch befestigt und von der Innenseite gedoppelt und verklebt. Im Übergang der Fronttube zum Flugtuch gibt es nochmal zusätzlich einen schmalen Tuchstreifen als Verstärkung. Ab der Rundung der Fronttube, wo es in die Tips hineingeht, sind die einzelnen Segmente mit zusätzlich gummiertem Gewebe verstärkt, was die Sache abriebfest und aufschlagfest gestaltet. Mit einem Gewicht von 3,65 Kilogramm bei 8 Quadratmeter ist der Dlab Ventis nicht der leichteste Leichtwindwing am Markt. Der F1 CWC war hier noch mal 100 Gramm leichter. Aber wenn man ihn das erste Mal an der Frontschlaufe nimmt und führt, stellt man fest, oh, der fühlt sich insgesamt leicht an. Der trägt sich sehr schön selbstständig von alleine und das halt schon bei absolut untersten Windstärken. Da kommen wir schon an ein ähnliches Feeling heran wie beim Cabrina Vision in 8 Quadratmeter, der auch halt von der Trailing Edge extrem leicht schwebte. Hier haben wir insgesamt halt jetzt durch die neue Outline, durch diese zusätzlichen Struts, die weiter in der Mitte sind, hat sich halt das Ganze vom Zentrum, vom Schwerpunkt alles ein bisschen mehr in die Mitte verlagert. Dafür ist das Handling halt bei wenig Wind wirklich sofort gut, aber man hat trotzdem noch ein bisschen das Gefühl, dass man ihn ein wenig hochhalten muss. Also so, wenn man jetzt gerade auch im Binnenbereich längere Fahrten in Verdrängerfahrt erledigen muss, das bleibt einfach nicht aus, dann merkt man sofort halt, okay, man muss es ein bisschen hochhalten. Ist der Wind ausreichend, entwickeln die 8 Quadratmeter Fläche einfach eine sofortige, wirklich immense Vortriebskraft, dass es halt überhaupt kein Pumpen erfordert, um hier sehr schnell auch auf, klar, geeignete Bretter, geeigneter Flügel, um da drauf zu kommen,
Das ist natürlich die Grundvoraussetzung. Wenn wir auch mal wie hier mit einem kleineren Board fahren, reicht ein leichtes Pumpen und auch eine leichte mittlere Frequenz vom Wing, um hier das Board vom Wasser zu lösen, damit der Flügel halt dann schnell sauber angeströmt wird. Man sieht hier auch nochmal sehr schön, dass es bei dem Ventis einerseits um Vortrieb und auch um Auftrieb geht. Also das liefert da halt beides genau 50-50, sodass halt auch für den absoluten Einsteiger hier das mit das Leichteste, um irgendwie auf den Flügel zu kommen. Wenn man den Wing in der Mitte greift, wie gesagt, der vordere Griff ist lang genug, um genau im Druckpunkt zu greifen, stellt man fest, dass hier die Balance noch etwas schöner ausgefallen ist als beim Vorgängermodell und sich der Wing hier einfach sehr leicht führen und steuern lässt, weil er einfach vollständig neutral bleibt. Im fliegenden Zustand zeichnet er sich wirklich dadurch aus, dass er überhaupt nicht nachgesteuert werden muss. Er behält hier seinen Anstellwinkel, wird mit ganz leichtem Führen, zieht er einfach halt wirklich ganz konsequent seine Bahn. Und auch wenn der Wind insgesamt etwas stärker ist, also hier kann man auch mal über 20 Knoten den Wing bedienen, da wandert halt der Druckpunkt nicht nach hinten, sondern bleibt völlig stabil. Das ist einfach dem wirklich steifen Alula-Gerüst zu verdanken. Um auch nochmal auf die Tuchspannung zurückzukommen, wird der Wing angeströmt, so strafft sich auch der Bereich der Trailing Edge zwischen der Mittelstrut und den beiden zusätzlichen Struts. So lässt sich beim Meerwind eine höhere Geschwindigkeit umsetzen. Und auch auf dem Amwindkurs liefert er exzellente Leistung, obwohl er wirklich eine üppig dicke Fronttube hat. Klar, bei 8 Quadratmeter muss natürlich auch, wenn hier Druck auf dem Ganzen ist, muss natürlich auch der Durchmesser stimmen. Was aber, wie gesagt, halt die wirklich sehr guten Amwindleistungen nicht schmälert. Betrachten wir das Manöverhandling, so stellen wir hier den größten Unterschied auch, der spürbar ist zum Vorgängermodell, fest. Wir haben durch diese mehr konzentrierte Fläche in der Mitte des Wings einfach ein noch besseres, neutrales Fliegen des Wings. Das heißt halt im Manöver, ob man jetzt halt Halsen macht oder ob man Tags macht gegen den Wind, der Wing fliegt einfach selbstständig positioniert, immer wieder auch mit einem mit und ist dann auch am Ausgang des Manövers an der richtigen Stelle. Und beim Vorgängermodell musste man hier und da nochmal ein kleines bisschen über die hintere Hand nachsteuern, um ihn wieder in die absolut optimale Position zu bringen. Wenn man das bei einem 8 Quadratmeter Wing sagen kann, ist das hier schon fast handlich. Und da kommen wir auch schon zum Fazit. Ein kleiner Tipp noch vorneweg. Wichtig ist darauf zu achten, eine wirklich ausreichend lange Leash zu benutzen, ob Bauchleash oder Handleash ist dabei egal, um hier das Handling beim Drehen des Wings so leicht wie möglich zu machen. Von der Eignung ist das hier ein Wing, der vom absoluten Anfänger bis hin zum Profi alles abdeckt, was man im Leichtwind dementsprechend sich so wünschen kann. Das Ganze hat natürlich seinen Preis. Der 8 Quadratmeter Ventis Dlab schlägt hier mit 2.669 € zu Buche. Und wenn man das im Vergleich sieht, auch mit zuvor getesteten Schirmen wie dem GA Cross LW in 7.2, der auch sehr gute Leistung im Leichtwind geboten hat, kann man sich natürlich die Frage stellen, ob man das braucht. Aber das wird auch letztendlich jeder mit seinem eigenen Geldbeutel entscheiden.
Die Vorteile, die dieses System hier bringt, ist natürlich, dass einerseits halt das Startverhalten ähnlich leicht und intuitiv funktioniert wie beim Cabrinha Vision in 8 Quadratmeter, aber wir auf der anderen Seite halt sehr hohe, wenn nicht mit die besten Fahrleistungen bei den Leichtwind Wings bekommen haben. Das heißt, was Endgeschwindigkeit am Windverhalten angeht und auch Druckpunktstabilität, also die Kontrolle im oberen Windbereich von diesem Wing ist ganz ausgezeichnet und dafür steht natürlich auch das Alula-Material, was für die notwendige Festigkeit dieses Gerüstes sorgt, damit sich das Profil hier nicht verformt. Und dieser Mix aus absoluter Einsteigertauglichkeit und auch absoluter Performance, was momentan halt so möglich ist in diesem Bereich, macht ihn wahrscheinlich halt mit zum besten Wing, aber er ist auch teils doppelt so teuer wie der Rest.